Am Sonntag früh hat mich meine Schwester geweckt. Sie sagt, du musst sofort aufstehen. Alle deutschen Männer müssen auf den Ringplatz und wer bis 9 nicht da ist, wird erschossen. Und dann habe ich mich halt angezogen und bin vormarschiert. Da war Reiterei im Ort und die hatten auch Knutenpeitschen und haben die Leute, die nicht schnell genug gingen, mit der Peitsche angetrieben. Und ich war dann pünktlich um 9 Uhr am Ringplatz. Der Ringplatz war durch den Krieg geteilt worden. Man hat 2 Luftschutzlöschbecken, einen auf der West- und einen auf der Ostseite des Ringplatzes angelegt. Und ich kam auf die Ostseite und auf der Westseite, da konnte man rübersehen, da habe ich dann das Malheur, ich glaube, ich habe es schon erzählt, mein Freund Giebitz hat es noch, der hier im Ort wohnt, noch besser erlebt, wie man den Gansel massakriert hat. Der Gansel war ein Postbeamter, alter Sozialdemokrat und kam zu spät und dann hat man ihn erschossen, weil er zu spät kam und irgendeiner von diesen jungen Tschechen ist mit dem Fahrrad oder mit so einem Leichtmotorrad über ihn gefahren, hin und her, bis nichts mehr von ihm übrig blieb. Etwa 5000 Männer und Jugendliche mussten dann im Laufe des Tages in mehreren Kolonnen in das 15 Kilometer entfernte Postelberg marschieren. Dort sollte es zu einem der größten Gewaltverbrechen an Deutschen in der Nachkriegs-Tschechoslowakei kommen. Am 3. Juni Abend ist unsere Gruppe dort angekommen. Wir wurden auf den Kasernenhof geführt und sollten uns dort für die Nacht einrichten. Das heißt, wir haben nachts im Staub und es war auch ein Rest Pflaster dort, da haben wir geschlafen. Am nächsten Morgen, war noch ziemlich kalt die Nacht, am nächsten Morgen kommandierte jemand aufstehen. Wir sind aufgestanden und in dem Moment gehen die MG-Salven los. Das war da hat die eine Wachgruppe am Osteingang hat Aufstehen befohlen und die Gruppe am Westeingang hat das nicht gehört. Die hat plötzlich die ganze Wand von 5000 Saatern aufstehen sehen und hat natürlich dann mit einem MG reingeschossen und da gab es die ersten Toten. Am Montag fiel mir auf, da hat man Leute Saat aus lebenswichtigen Betrieben geholt, weil sonst daheim alles stehen blieb. Und dann fing man an zu untersuchen. Und ich hatte als Untersucher einen gleichaltrigen Jungen, den ich von Stankovic vom Dorffest kannte. Und der hat mich mehr oder weniger durchgewunken. Das war Montag. Und am Dienstag kam die Selektion. Am Dienstag wurde in Gruppen aufgeteilt, wer was war. Eine Gruppe kam in so einen extra Block mit Gitterfenstern.
die haben alle nicht überlebt. Manche wurden vernommen. In der Nacht zum Mittwoch sind die ersten Erschießungen gemacht worden. Und da war der Professor Wurdinger dabei, den ich gut kannte. Und ich sag, wohin? Und er macht das so. Und das war Mittwochnachmittag, als die 5 Buben erschossen wurden. Plötzlich sagt einer, die haben sie festgenommen, die wollten ausreisen. Und dann hat der Marek, der hat dann gesagt, es soll jeder hören, wer einen Fluchtversuch macht, wird erschossen. So wie diese 5 Knaben jetzt erschossen werden. Und vorher hat er noch rumgeschrien oder schrie man rum, die werden jetzt geprügelt. Also Marek, so viel ich noch mitgekriegt habe, wollte die Buben schlagen lassen und dann kam einer von diesen Partisanenoffizieren und hat gesagt, nein, die werden erschossen. Und ich weiß, da war von einem der Vater, der war 2 Reihen vor mir gesessen. Wir wurden aufgereiht hingesetzt mit dem Blick nach Norden. Da hat man die hingestellt und auf jeden Buben einen Schützen. Es war ganz grässlich. Und das war Mittwoch, ja. Das war Mittwoch. Und am Donnerstag kamen die, von denen sie anscheinend meinten, das sind die harmlosesten, die hat man am Donnerstag nach Hause marschieren lassen. Und am Heimweg, ich weiß noch, ich bin 2 Reihen oder 3 Reihen vor dem Priester vom Saazer Kloster marschiert. Und der kam, der konnte kaum mehr atmen, der hatte irgendwie Asthma oder sowas. Und dann kommt einer von den Posten, das habe ich genau gehört, zu ihm und sagt, kommen Sie, wir setzen Sie in ein Auto. Da hat man rausgenommen aus der Marschkolonne und da war auch ein Auto gestanden. Und dann haben wir weiter vorn den Schuss gehört. Und da hat dann einer von uns gesagt, jetzt haben sie ihn erschossen. Es gibt Leute dort, denen ich nichts vorzuwerfen habe. Es gibt Leute dort, die für mich natürlich auf der schwarzen Liste stehen. Das ist verschieden. Also ich muss offen sagen, ich verurteile die Tschechen als Ganzes nicht. Es sind viele drunter gewesen, mit denen ich gut zurechtkam. Es waren aber welche drunter, das waren Mörder. Jahrzehntelang wurden diese Ereignisse verschwiegen, verfälscht oder verharmlost. Und dies, obwohl eine tschechoslowakische parlamentarische Untersuchungskommission schon im Juli 1947 die Verbrechen von Postelberg untersucht hatte. Die Protokolle blieben jedoch unter Verschluss und erst mehrere Jahre nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems in der Mitte der 90er Jahre wurde die Geheimhaltung gelockert und schließlich aufgehoben. Infolge der Ergebnisse der Untersuchungskommission wurden im September 1947 aus den Massengräbern von Postelberg 763 Personen exhumiert. Die Gesamtzahl der Ermordeten liegt aber weit höher. Die in der Stadt verbliebenen Frauen und Kinder mussten sich mit 25 Kilogramm Reisegepäck, ihrem Wohnungsschlüssel sowie allen Wertsachen und Schmuck in der ehemaligen SS-Kaserne einfinden. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter uns sagte oder uns bedeutete, dass wir von zu Hause weg müssen. Ich war ja knapp 7 Jahre, ich war am 29. August 7 Jahre alt geworden.
Das war wohl Mitte Juni. Und sie führte uns die Treppen runter, mein Bruder Bernd und ich. Bernd war 3 Jahre älter. Und wir hatten den Kinderwagen, in dem ich wohl sonst saß. Und der war vollgeladen mit verschiedenen Dingen, oben drüber eine Decke. Und ich hielt mich an dem Kinderwagen fest. Und mein Bruder ging neben mir und mein Vater war ja schon nicht mehr da. Der war ja schon am 3. Juni nach Postelberg getrieben worden, zusammen mit meinem Bruder, der damals 16 oder 17 war. Er war 10 Jahre älter oder ist 10 Jahre älter. Und wir mussten zur SS-Kaserne, die nicht weit weg von uns war. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einem sehr engen Raum untergebracht waren, meine Mutter, mein Bruder Bernd und ich. Es war sehr eng und dahinter war noch ein größerer Raum. Und ich habe nachher erfahren oder wusste, dass es der frühere Schweinestall in der SS-Kaserne war. Die hatten offensichtlich Schweine gehalten. Der war nur etwas sporadisch ausgemistet worden, es stank furchtbar. Auf dem Fußboden lag eine Matratze und nachts schliefen wir neben meiner Mutter auch, wie ich später hörte, sie davor zu bewahren, dass sie vergewaltigt wurde. Aus dem Schweinestall durften wir Kinder heraus. Er war abgesperrt und meine Mutter durfte nur heraus, wenn sie aufs Klosett musste. Sie musste dann klopfen oder wir holten die Wachen. Und es ging uns als Kinder auch besonders schlecht, weil uns die anderen Kinder verlachten und sagten, na, die wohnen im Schweinestall, die wohnen im Schweinestall. Und das war für uns Kinder sehr schlimm. In dem Lager durften wir Kinder frei herumgehen und wir trieben uns oft am Zaun rum. Und eines Tages kam der frühere Straßenkehrer aus Saaz, ein Herr Gratochwil. Den hatte meine Mutter immer, wenn er bei beim Gymnasium vorbeikam, bei dem Nebeneingang, wo wir hereingingen, machte er immer Halt mit seinem großen Fuhrwerk, vor dem 2 sehr imposante Ochsen standen, die uns als Kind sehr beeindruckt hatten, mit so großen, dicken Hörnern. Mein Bruder sagte später, es waren sibirische Ochsen. Und der Herr Gratochwil ging dann rauf zu uns in die Küche und meine Mutter gab ihm dann ein zweites Frühstück. Er hielt schon immer bei uns. Ich kann mich sehr gut an ihn erinnern. Er hatte so einen gezwirbelten Bart und sprach gebrochen Deutsch. Und als wir dann im Lager waren, mein Bruder und ich, wir trieben uns wie viele Kinder am Zaun rum, um rauszugucken. Und da kam der Herr Gratochwil mit seinem, die wunderbaren Ochsen und das große Gefährt hatte er nicht mehr. Er schob halt so einen Straßenkehrerkarren mit einem Besen drauf und sah uns dort stehen und wir riefen, Herr Gratochwil, Herr Gratochwil. Und da kam er näher mit seinem kleinen Karren und warf uns sein Frühstücksbrot an den Zaun und schob es mit dem Fuß noch so näher hin, sodass wir es von innen greifen konnten. Und wir aßen das natürlich sofort auf und Gratochwil fuhr möglichst unauffällig weiter mit seinem Karren. Und er kam auch am nächsten Tag, wir warteten natürlich schon. Und vielleicht dann noch den nächsten Tag. Aber dann hat ihn eine Wache gesehen und hat ihn wohl angeschrien, er soll verschwinden. Er kam dann auch nicht mehr und Bernd und ich hatten das Brot weggenommen. Der ist der Wachmann in dieser schwarzen Uniform und hat uns also tüchtig verprügelt. Und wir trauten uns dann auch gar nicht mehr in die Nähe vom Zaun. Später wurden wir, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass wir in ein anderes Gebäude verlegt wurden. Das war die Volksschule, in die ich wohl ein paar Monate zur Schule gegangen bin. Und ja, wir hatten dort Stockbetten, die kann ich mich gut erinnern, weil wir immer nach oben kletterten, mein Bruder und ich, meine Mutter war irgendwie unter uns. Was die Ernährung betrifft,
so war die sehr, sehr schlecht. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir dann in dieser Volksschule untergebracht waren, da gab es zu Weihnachten Kartoffelsalat und rote Beete. Und das weiß ich noch, da jubelte also alles und wahrscheinlich auch genügend. Also wir bekamen Kartoffelsalat oder Kartoffeln und rote Beete. Also so eine Art Salat, rote Beete. Wo immer der herkam, weiß ich noch nicht. Und sonst war die Ernährung sehr schlecht und sehr mangelhaft. Und ich weiß, dass es Karottensuppe immer wieder gab. Und ich konnte diese Karottensuppe schon nicht mehr essen. Die habe ich dann erbrochen, sagte meine Mutter auch später. Die habe ich erbrochen und war sehr unterernährt. Eines Tages kam meine Mutter und es war im Lager noch, ich glaube, das war noch in der SS-Kaserne, kam sie und sagte, heute sind die Frauen, die im Männerlager zum Kochen waren, wiedergekommen von dort und haben gesagt, sie hätten, oh Wunder, heute wäre ein junger Mann aus Gladno zurückgekommen. Das war ein berüchtigtes Bergwerk, ein Straflager und ein Bergwerk. Und das war eigentlich ein Todeslager, da kam also niemand, quasi niemand lebendig heraus. Und er war eben für deutsche Männer. Und sie sagten, diese Frauen erzählte mir damals meine Mutter und auch später noch, dass die Frauen sagten, heute kam ein junger Mann aus Gladno, der konnte gar nicht mehr gehen, so schwach war er, der musste gestützt werden und sagt sie, wir haben alle geweint, diese Frauen aus dem Lager und den haben sie dann wohl gefüttert oder irgendwie und das sagte und die Frauen sagten, dass jemand aus Gladno rauskommt, das ist ja unglaublich. Und da sagte meine Mutter, es ist bestimmt der Hans. Und sie sagte dann auch, der kam deshalb wahrscheinlich heraus, denn meine Mutter hatte sich einteilen lassen als Putzfrau in das Gymnasium, wo wir gewohnt haben, wo mein Vater Direktor war. Und sie hatte sich zum Direktor geschlichen, zum jetzigen tschechischen Direktor eben, und hatte zu ihm gesagt, dass der Hans in Gladno ist. Und sie sagte mir später, der wäre also ganz verfallen, wie er gehört hat, Gladno. Und sie sagte, ob er ihr nicht helfen könnte, dass der Hans aus Gladno rauskommt. Und da sagte der Direktor, ja, er weiß auch nicht, wie er das machen soll. Und da sagte meine Mutter zu ihm, hat sie mir dann später nochmal erzählt, die Heizung im Gymnasium, die hatte Mucken, die ging oft nicht. Und Hans ging mit dem Hausmeister manchmal runter und hat die wieder in Ordnung gebracht. Und er soll doch anführen, das war dann eben schon im Winter, dass die Heizung wieder nicht geht. Und der Einzige, der sich wirklich damit auskennt, wäre der Hans. Und mit der Manier ist er offensichtlich ins Männerlager nach Saz gekommen. Und wenn wir insgesamt gesehen in den Familien, in den Völkern immer so weitermachen, dass wenn der mir was Böses tut, dann tue ich ihm wieder was Böses. Und so wird dieser Kreislauf nie aufhören. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man anerkennt, was war, aber sagt, das war so und das lassen wir jetzt ruhen und versuchen nicht die jetzige und auch die vorhergehende Generation, die damals noch Kinder waren, genau wie ich, und nichts für all diese Dinge können, weder die deutschen Kinder vielleicht für die Ausschreitungen, die ja in Tschechien auch durch deutsche Militärgestapo und so weiter stattgefunden haben, dass wir das nicht mehr aufrechnen und nicht mehr aufrechnen, was an uns Deutschen an Verbrechen begangen wurde.